Hallo meine Lieben, wir stricken heute gemeinsam die Bumerangferse und zwar diesmal ohne Zwischenrunden. Das ist deshalb so interessant, weil man das dann auch zweifarbig stricken kann. Und wenn ihr nun wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran. So, ich habe jetzt hier 30 Maschen auf der Nadel. Das ist so insoweit von Bedeutung, dass wir die Maschenanzahl immer dritteln müssen. Das heißt, ich habe jetzt auf der einen Seite dann 10 Maschen, auf der anderen Seite auch 10 und in der Mitte bleiben noch 10. Wir starten ganz normal mit einer rechten Masche. Ihr könnt auch gerne den Faden gleich mit einweben. Dann hält der Bomben fest und ihr müsst den nachher nicht mit vernähen. Dafür legt ihr den einfach davor und strickt den mit ab. Legt den dahinter, die nächste auch rechts, wieder davor. Und so macht ihr das die ganze Reihe, bis ihr nur noch 2 auf der Nadel habt. So, da sind wir dann auch schon. Diese Masche wird noch gestrickt. Die letzte bleibt einfach auf der Nadel liegen. Dann wenden wir. Die Masche, da stechen wir einfach ein, ziehen fest, machen eine Doppelmasche draus und heben ab. Und stricken alle Maschen links zurück. Wenn wir jetzt hier am Ende angekommen sind, stricken wir die vorletzte Masche auch links ab und die letzte bleibt wieder auf der Nadel liegen. Dann drehen wir das alles um, stechen wieder ein, machen eine Doppelmasche draus, ziehen fest und stricken die ganze Reihe wieder rechter Maschen bis zur Doppelmasche. So, wenn wir hier angekommen sind, die Masche vor der Doppelmasche stricken wir wieder rechts. Die beiden lassen wir hier liegen, drehen, machen wieder eine Doppelmasche daraus und stricken wieder links zurück. Das machen wir, bis wir 10 Maschen in der Mitte noch übrig haben. Ich denke, das schafft ihr jetzt auch ohne mich und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin jetzt genau in der Mitte. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite die wir nicht gestrickt haben und dann 2, 4, 6, 8, 9 Doppelmaschen. Auf der anderen Seite genauso. Die einzelne 2, 4, 6, 8, 9 Doppelmaschen und jeweils die 5 Maschen in der Mitte. Wir stricken jetzt 5 rechte Maschen und dann kommen auch schon die Doppelmaschen. Die müssen wir auch rechts abstricken. Hier bitte gut aufpassen und vorsichtig und vor allem richtig einstechen. Lieber etwas langsamer arbeiten. Wenn ihr da eine Masche verliert, wäre das wirklich blöd, denn dann müsst ihr von vorne anfangen. Und das wollen wir ja eigentlich tunlichst vermeiden. Die letzte wird auch rechts gestrickt und dann wird wieder gewendet. Die erste Masche wird wieder als Doppelmasche abgehoben und dann werden alle Maschen links abgestrickt, bis wir wieder bei den Doppelmaschen angekommen sind.
Die doppelten Maschen müssen nun auch alle links abgestrickt werden. Passt hier bitte auch wieder auf, arbeitet lieber etwas langsamer, schaut, dass ihr beide Fäden der jeweiligen Masche erwischt, sonst müsst ihr am Ende doppelt arbeiten. Acht, 9. Die letzte wird auch wieder links abgestrickt und dann wird wieder gewendet. Die erste Masche wird wieder als Doppelmasche abgehoben und dann stricken wir 9 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind die ehemaligen doppelten Maschen. Und jetzt nochmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt noch eine zusätzlich. Drehen die Arbeit. Und diese Masche wird jetzt wieder als doppelte Masche abgehoben. Und jetzt stricken wir 10 linke Maschen zurück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die nächste stricken wir auch noch. Drehen das Ganze wieder und machen daraus wieder eine doppelte Masche. Jetzt stricken wir wieder rechte Maschen zurück bis zur doppelten Masche. Diese doppelte Masche wird jetzt auch rechts abgestrickt. Dann die nächste auch rechts. Wieder wenden. Als Doppelmasche abheben und wieder mit linken Maschen zurück bis zur Doppelmasche. Die Doppelmasche auch wieder links abstricken und die nächste auch wieder links und wieder drehen. Das machen wir so lange, bis auf jeder Seite noch eine Masche übrig ist. Ich habe jetzt hier auf der Seite noch eine Doppelmasche, eine normale Masche und nochmal eine Doppelmasche. Die Doppelmasche wird normal abgestrickt, die einfache Masche auch normal rechts abgestrickt und dann wird gewendet. Die erste Masche stricken wir wieder als Doppelmasche ab. Dann haben wir hier 2 nebeneinander liegen und dann stricken wir wieder ganz normal linke Maschen zur anderen Seite. Hier gibt es eine kleine Besonderheit. Damit diese Masche zu einer Doppelmasche wird, müssen wir hier dieses Knötchen nach oben holen, beziehungsweise den Faden nach oben holen und das links verschränkt abstrecken. Also links verschränkte Maschen werden nicht mehr meine Freunde. So, jetzt aber. Jetzt ergibt es eine Doppelmasche. Die beiden Maschen, die jetzt auf der linken Nadel sind, heben wir auf die rechte Nadel einfach rüber und können dann gleich mit dem anderen Faden weiter stricken. Da wir jetzt hier eigentlich schon eine Reihe höher sind und wir ja vermeiden wollen, dass hier ein Löchlein entsteht, müssen wir hier einmal eine zusätzliche Masche rausstricken. Dazu stechen wir in den Rand hier ein, holen uns den Faden
und stricken das Ganze rechts verschränkt ab und heben den Faden auf die andere Nadel mit drüber. Jetzt haben wir hier zwar eine Masche zu viel, das korrigieren wir aber in der nächsten Runde. Jetzt stricken wir alle Maschen ganz normal rechts ab. Auch die Doppelmaschen ganz normal rechts abstricken. Auch die Doppelmaschen hier auf der anderen Seite werden jetzt ganz normal rechts abgestrickt. Und man wird auch gleich sehen, wenn wir mit der nächsten Nadel anfangen, dass hier kein Loch entstanden ist, sondern das super übergeht. Jetzt müssen wir uns noch um die Masche kümmern, die zu viel ist. Dafür stricken wir einfach die letzten beiden Maschen überzogen zusammen. Jetzt sehen wir auch gleich auf der nächsten Nadel, wenn wir die angefangen haben, dass auch hier kein Loch entsteht. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Methode, auch gut für Anfänger geeignet. Probiert es gerne mal aus. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das Video gefunden habt und wie euch die Bumerang-Ferse so gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, macht auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.